Der SDR 2530 und hier ist er, der dritte im Bunde. Der SDR 2530, ein Brotbackautomat mit 30 Programmen, also automatische und manuelle Einstellungen sowie einem Zutatenspender. Der Brotbackautomat wurde mir von Panasonic zur Verfügung gestellt, was meine Meinung dazu aber nicht beeinflusst. Diese werde ich jetzt ganz frei in dem Video äußern und am Ende des Videos dann ein Fazit dazu geben. Schau dir aber erstmal an, was der 2530 so alles auf dem Kasten hat. Los geht's! So, klopfen wir erstmal die technischen Daten ab. Die Farbe ist schwarz. Die Abmessungen von dem Gerät sind 40,8 cm breit. Er ist 36,2 hoch und hat eine Tiefe von 25,2. Wenn du den Deckel ausgeklappt hast, dann ist er ca. 55 cm hoch. Was perfekt ist, er passt wirklich jetzt noch unter die meisten Hängeschränke. Wiegen tut der ganze Automat 7 Kilo. Stromkabel hat eine Länge von 0,9, also knapp 1 Meter, vollkommen ausreichend. Eine Bedienungsanleitung und Gebrauchsanweisung, ja, ist dabei, ausreichend beschrieben, um damit starten zu können. Die Sprache auf dem Bedienfeld ist in Englisch, aber es gibt die super praktischen Aufkleber in unterschiedlichen Sprachen, die du dir dann ganz einfach auf dein Automat kleben kannst. Zubehör, was ist mit dabei? Zum einen der Sauerteigbecher oder auch Messbecher, zum einen um die Flüssigkeit einfach abzumessen und zum anderen mit dem Deckel zum Ansetzen von einer Starterkultur. Ein Messlöffel, also in Teelöffel und Esslöffeleinheit. Ein Mini-Sauerteig-Starterlöffel, um einfach eine ganz kleine Menge Trockenhefe abzumessen. Und ein klassischer normaler Knethaken. Damit kommen wir zu der massiven Backform mit Antihaftbeschichtung. Die ist wirklich sensationell gut. Das Fassungsvermögen hier liegt bei gut einem Kilogramm fertigem Brot, was in M, L und XL eingeteilt ist, also einer Mehlmenge für Brot von mindestens 400 Gramm und maximal 600 Gramm Mehl entspricht. Öffnest du den oberen Deckel, und zwar hier vorne, dann siehst du den timergesteuerten Zutatenspender. Die Bedienung erfolgt jetzt über diese folierten Tasten und die reagieren auch bei leichtem Druck einfach sehr gut. Insgesamt verfügt der R2530 über 30 Programme. Davon sind 12 Brot, 4 glutenfrei, 7 Teigprogramme, 4 für Süßes und 3 manuelle Programme. Zusätzlich kannst du noch 3 Bräunungsgrade auswählen, entweder in hell, mittel oder dunkel. Und für alle, die gern das Brot im Voraus planen, beziehungsweise das Backen im Voraus planen, gibt's jetzt hier noch die Zeitvorwahl, also der Timer. Und der ist bis zu maximal 13 Stunden im Voraus einstellbar. Auch super praktisch. Die Anzeige, welches Programm du ausgewählt hast und was der Automat wann gerade macht, kannst du jetzt in diesem LCD-Display ablesen. Leider ist es nicht beleuchtet und das macht das Ablesen manchmal unnötig schwierig, aber ist so, können wir jetzt nicht ändern. Ja, damit übernimmt der Automat das Kneten von Brot- und Kuchenteige genau, also nach deinen Vorgaben und lässt den Teig einfach perfekt aufgehen. Hier setzt Panasonic als einziger Hersteller in seinen Brotbackautomaten 2 Temperatursensoren ein. Der erste misst die Umgebungstemperatur, der zweite die Temperatur im Gerät. Und jetzt abhängig von den ermittelten Werten werden dann die Programmabläufe für Kneten und Gären selbstständig einfach angepasst. Tja, eine ganze Menge abgestimmter Funktionen sorgen dafür, dass die Backergebnisse richtig gut gelingen. Es macht Spaß, sich durch die Programme hier durchzuprobieren. Der SDR 2530 macht da wirklich einen tollen Job. Die Teige werden sauber ausgeknetet, die Gärraumfunktion funktioniert einfach perfekt. Er lässt die Teige einfach auch perfekt aufgehen. Die Brote haben eine gute Bräunung, seitlich wie auch von oben. Denn da macht übrigens der abgeschirmte Metalldeckel natürlich sich bemerkbar. Die manuellen Modis hier, die sorgen dafür, dass du deinen Spielraum einfach erweitern kannst oder kreativ werden kannst. Und außerdem war er noch der leiseste Automat in meinem Test. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199 €. Und ja,
da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, denn für 30 Euro mehr bekomme ich schon den SDYR 2540 oder den SDYR 2550. Und die haben einfach mehr Programme, die haben den Roggen-Kamm-Knethaken, der super ist fürs glutenfreie Backen, und sie haben den intelligenten Hefespender. Und ja, dieser Hefespender ist einfach sowas von praktisch, und das nicht nur, wenn ich mit dem Timer arbeiten will. Daher, naja, für wen ist jetzt das Gerät geeignet? Verstehe mich jetzt nicht falsch. Das ist wirklich ein klasse Brotbackautomat, den ich wirklich bedenkenlos empfehlen kann. Aber die 30 Euro Mehrwert zu den anderen zwei Automaten stehen für mich jetzt persönlich nicht im Verhältnis. Also, Fazit. Wenn du ein Upgrade auf deinen alten Brotbackautomaten suchst und dir der Schnickschnack bei den anderen Panasonic-Geräten zu viel erscheint, du vielleicht jetzt auch nur Backmischungen verbacken willst und ab und zu mal andere Brote oder Teige herstellst, dann finde ich, bist du mit diesem Automat natürlich gut bedient. Aber ich will dir hier ja keinen Automaten verkaufen, sondern dir einfach bei deiner Kaufentscheidung helfen. Und ja, daher hoffe ich, ich konnte dir einen guten Überblick über das Gerät geben. Falls ja oder falls nein, schreib's mir einfach unten in die Kommentare. Das Allerwichtigste ist und bleibt für mich, dass du es anbackst. Getreu einfach dem Motto, hey, backen kann jeder, zumindest wenn er einen Brotbackautomat im Haus hat. In diesem Sinne, bis dahin, back's an. Ciao, tschüss.